Ja, wegen der vielen Anfragen an die Praxisklinik am Rosengarten bezüglich der P-Shot-Behandlung möchte ich in einem kurzen Video heute mal ein bisschen was erklären zu dieser spannenden, weil sehr innovativen Behandlung. Unter der P-Shot-Behandlung versteht man im Grunde genommen eine Behandlung mit eigenen Wachstumshormonen und Stammzellen, die genutzt werden, um das Gefäßwachstum im Schwellkörperbereich des Penis zu stimulieren. Sie wissen vielleicht, dass in der Erektion kommt es zu einem Einfluss von Blut in den Schwellkörper. Dadurch entsteht überhaupt erst die Erektion und der Penis wird hart und steif und gewinnt eben an Größe. Dieses Blut verbleibt in dem Schwellkörper, bis es dann schließlich wieder abfließt und die Erektion damit verebbt. Der Schwellkörper hat für diesen Zweck in dem innersten Teil, wo er im Körper verankert ist, zuführende Gefäße, also so ähnlich wie Wasserrohre, die eben das Blut führen. Und über eine bestimmte Behandlung, nämlich diese P-Shot-Behandlung, können wir die Dichte an diesen Gefäßen im Bereich des Schwellkörpers verändern. Verändern heißt in diesem Falle, dass wir durch eine Behandlung das Gefäßwachstum anregen und die Dichte und die Menge der Gefäße, die dort an dieser Stelle andocken, sozusagen erhöhen. Das bedeutet für die Erektion, dass schneller mehr Blut in den Schwellkörper kommt und dadurch die Schwellkörpergröße positiv verändert werden kann, genauso wie die Geschwindigkeit und die Intensität, mit der eine Erektion entstehen kann. Interessant sind solche Behandlungen vor allem für Patienten mit erektilen Dysfunktionen oder schlaffen Erektionen. Diese kommen oft im Alter vor oder auch nach Operationen, aber natürlich auch für jüngere Patienten, die ihre Penisgröße und Schwellkörpergröße über eine P-Shot-Behandlung positiv beeinflussen wollen oder ihre Erektion und damit ihre sexuelle Erfahrung intensivieren wollen. Bei der Behandlung handelt es sich eigentlich um 2 bis 3 einzelne Behandlungen im Abstand von etwa jeweils 4 Wochen. Es wird an dem Behandlungstag eine Blutentnahme durchgeführt und aus dem Blut werden dann die Wachstumshormone und Stammzellen isoliert. Der Patient trinkt in der Zeit einfach einen Kaffee und liest ein bisschen Zeitung und dann wird eine kleine örtliche Betäubung oberhalb des Penis angelegt und dort über 2 Injektionspunkte das sogenannte PRP, also die Flüssigkeit mit den Wachstumshormonen und den Stammzellen, in den Bereich des Schwellkörpers injiziert. Der Effekt tritt nicht sofort ein, denn die Gefäße müssen erst einmal wachsen und Anschluss an den Schwellkörper finden. Das heißt, nach der Injektion in den ersten 4 Wochen merkt man keine großen Unterschiede, dann folgt die zweite Injektion und dann zeitversetzt findet die Gefäßbildung statt und der Schwellkörper wird mehr und mehr intensiver durchblutet. Gefahren einer solchen Behandlung bestehen eigentlich kaum. Sie muss fachmännisch durchgeführt werden, weil man natürlich einerseits das PRP, also das Substrat, erstmal korrekt herstellen muss und dann natürlich auch an die richtige Stelle in der richtigen Menge injizieren muss. Dafür gibt es feste von uns entwickelte Protokolle, die wir dafür benutzen und die sozusagen einen größtmöglichen Behandlungserfolg sicherstellen.